Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kritik in unserer kleinen Reihe Back to the Stars. Ihr hattet wieder die Möglichkeit zu entscheiden, welchen Film wir gucken sollen. Zur Auswahl standen Starfight aus dem Jahr 1984 und Stargate aus dem Jahr 1994. Und eine große Mehrheit hat natürlich für Stargate gestimmt, weil ich habe von Starfight übrigens noch nie was gehört. Ich glaube auch, weil viele die Serien geguckt haben. Ja, genau. Und deshalb haben wir heute Stargate geguckt und wollen dann jetzt ein bisschen diesen Film besprechen. Genau. Der ganze Film startet im Jahre 8000 vor Christus. Das bekommt man übrigens auch gesagt. Ja, genau, es wird auch gesagt. 8000 vor Christus. Das ist wichtig. Eine Wüste und da sind halt ein paar Leute, die ein Lager haben und dann landet da so eine große Pyramide. Dann gibt es einen kurzen Zeitsprung ins Jahr 1928 und gleiche Ära und da steht eine Pyramide, wie es halt so ist in Ägypten. Und so ganz klassische Ausbuddel-Sachen, wie es halt zu dieser Zeit passiert ist und wie es auch in diversen Filmen wie Die Mumie etc. bla bla zu sehen ist. Oder Indiana Jones. Genau. Okay, und man findet ein Stargate. Genau. Und dann gibt es noch einen Zeitsprung und die Menschen haben ganz lange geforscht und bringen jetzt dieses Stargate zum Laufen. Und dann nimmt der Film so seinen Lauf. Ja, der Film ist von Roland Emmerich, ein deutscher Regisseur. Ich glaube, das war mit einer seiner ersten Hollywood-Filme. Danach hat er Independence Day gemacht und Godzilla und viele andere Katastrophenfilme. Dafür ist er ja bekannt. Berüchtigt. Also sind ja teilweise schon sehr unterhaltsam, aber halt extrem doof. Ist ein bisschen wie Michael Bay. Genau. So ein bisschen. Ein bisschen. Bisschen weniger Explosion. Der Michael Bay der Weltuntergangsfilme. Ja, das könnte man so sagen, genau. Okay. Was soll man noch dazu sagen? Wie fandst du den Film? Also du hast ihn wahrscheinlich schon mal vor Jahren gesehen und jetzt nochmal. Also in der Erinnerung, wie fandst du ihn da? So. Ich habe jetzt gedacht, dass das alles schlechter gealtert wäre. Sag auch viel. Ich fand es jetzt okay. Die Effekte etc. Der Film ist irgendwie wie so ein B-Movie. Also er ist schon trashig. Also auch wie er geschrieben ist. Also man kann auch ohne den Film gesehen zu haben, Sachen mitsprechen. Teilweise, man weiß ungefähr, was kommen wird. Also die Militärdudes verhalten sich so, der Wissenschaftstyp verhält sich so und irgendwie diese Figur des Wissenschaftlers kommt in Godzilla eigentlich nochmal 1:1 vor. Dieses leicht tollpatschige und ich bin etwas konfuse, aber total intelligente Mensch. Ja, ist es unterhaltsam, aber es ist tatsächlich ein No-Brainer. Also ich muss sagen, ich habe den als Kind geliebt. Also Stargate, Indiana Jones, Star Wars und Independence Day waren so meine Lieblingssachen, die ich immer so gern sonntags geguckt habe. Und ich habe dann vor kurzem, irgendwie so nach 10 Jahren, zum ersten Mal wieder Stargate geguckt. Und ich muss sagen, es hat mich dann doch ein bisschen überrascht, dass ich den doch nicht mehr so geil fand wie früher. Ich muss aber immer noch sagen, dass ich finde, die Effekte sehen immer noch cool aus. Also die haben halt diesen Practical Effects Charme. Ich finde die Musik extrem toll. Genau. Und dazu habe ich nämlich noch was gelesen. Die ist nämlich von David Arnold. Der hat damals in einem Plattenladen gearbeitet. Und hat dann die Musik komponiert. Also die sind da ein ziemliches Risiko eingegangen. Aber der Mann hat Talent und hat dann bewiesen, dass er es auf jeden Fall drauf hat. Das wäre auf jeden Fall im Vorspann, dass sich auch aufgefallen ist, dass die Musik ziemlich cool ist. Nehmen die in die Serie auch die gleiche Musik oder haben die da neu komponiert? Ein bisschen abgewandelt. Okay, aber das ist quasi Stargate-Theme. Genau. Okay. Ja, das gibt es in abgewandelter Form. Wie gesagt, ich fand den früher besser. Das hat vor allem auch mit Daniel Jackson zu tun. Ich fand den echt nicht mehr erträglich. Das war eigentlich ein Protagonist mit Comic Relief die ganze Zeit durchgehend. Also war schon, man hätte es hin und wieder rauslassen können. Aber dafür ist ja Roland Emmerich auch bekannt, dass er halt immer wieder Comic Relief auch in die schlimmsten Weltuntergangsfilme mit reinbringt. Und teilweise ist das halt echt ein bisschen too much. Aber der Film hat schon teilweise echt witzige Szenen. Es gibt ja diese eine Militärszene, wenn sie da so eskalieren. Also sie treffen. Also du meinst unfreiwillig komisch? Ja, ne? ja, und dann entschuldigen sie sich quasi dafür, dass sie gerade Leute quasi als Geiseln genommen haben und in die Luft geballert haben und fast alle umgebracht haben. Also ich finde, man merkt auch, dass der Film sich nicht wirklich ernst nimmt. Und das ist ja auch schon mal. Ja. Also wenn der sich jetzt so Bier ernst nehmen würde und er greift ja auch quasi so Verschwörungstheorien auf. So, die Pyramiden sind von Aliens erbaut worden. Und dann ist halt dieses Vieh tatsächlich so ein ganz klischeehaftes Alien in seiner Originalform. Ja. Und greift dann halt ägyptische Mythologie auf. Das finde ich ganz nett. Also es ist halt so, den guckt man am besten auch mit ein paar Leuten zusammen. Und ist nicht so ein Film, wo man die ganze Zeit die Klappe halten muss. Das ist so ein Samstagabendfilm, finde ich.
oder so. Nee, Sonntagnachmittag oder Sonntagnachmittag. Ja, genau, so ein Nachmittagsfilm. Also, aber ich finde, einen großen Pluspunkt gibt es auf jeden Fall, das ist Kurt Russell. Ja. Also Kurt Russell, das ist halt auch, wie wir sagen das ziemlich oft, das ist so ein Mann, der muss einfach nur, eine Kamera muss auf ihn halten und es wird automatisch schon mal ein okayer Film. Ja, auf jeden Fall. Und hier in dem Film spielt er halt einen sehr stereotypischen Militärtyp, der seinen Sohn bei einem Unfall mit seiner Waffe verloren hat. Und die haben das schon die Figuren nochmal im Vergleich zur Serie doch nochmal ziemlich geändert. In der Serie ist es... in der Serie ist es nicht so überzeichnet, finde ich. Also da ist es ein bisschen bodenständiger. Da ist Daniel Jackson zwar auch so ein Chaot, so ein bisschen tollpatschig, aber nicht ganz so schlimm wie jetzt im Film. Da quasselt auch viel Tech-Kram, ne? Das ist ja dieses, genau. was wir in Star Trek ja auch öfter haben. Diese Tech-Bubble, also wenn Leute einfach nur technische Sachen reinschmeißen. Und das ist hier auch, vor allem wenn sie die Startsequenz machen von dem Stargate. Ja, Sicherheitskopie wird erstellt. What? Ja, ich finde auch, man merkt das auch, wenn man so ein bisschen zuhört, dass das halt teilweise echt kompletter Bullshit ist. Ja, was? Richtiger Bullshit. Ich fand's okay. Ist okay. Also das ist halt ein B-Movie. Ich weiß nicht, wie das Budget war. Das ist ein B-Movie, der aber fast aussieht wie ein A-Movie. Ja, ein teurer B-Movie. Ja, genau. Aber das sagt man ja auch von Jurassic Park, dass das eigentlich mehr so B-Movie-Charakter hat. Ja, von der Story her. Und ja. Monster fressen, Leute. Ja. Und hier ist es halt. Wie gesagt, und O'Neill ist nämlich in der Serie auch, der ist nicht ganz so depressiv. Aber er hat ja hier so eine kleine Figurenentwicklung durchgemacht. Dann Richard Dean Anderson. Genau, das ist dann Richard Dean Anderson. Und Daniel Jackson, das war immer meine Lieblingsfigur aus der Serie, vor allem auch, weil er eine Brille hatte und ich hatte auch eine Brille. Wird da gespielt von Michael Shanks und den finde ich auch ziemlich gut. Ja, ansonsten, ich finde teilweise ist echt oft einfach alles ein bisschen übererklärt. Ja. Aber ich glaube, das hat auch so den Vorteil, dass dann halt auch Kinder und sowas das verstehen. Und ich habe halt als Kind den Film geliebt. Wenn da wahrscheinlich so ein paar Sachen ausgelassen worden wären, hätte ich es vielleicht nicht ganz gecheckt. Ich glaube, es ist ein guter Einstiegsfilm, wenn man so ein bisschen in die Science-Fiction-Richtung gehen will. Damit kann man quasi so ein bisschen anfangen und sich dann so weiterentwickeln. Und ich finde, diese Grundidee von diesen Stargates, also man kann bei vielen Filmen meckern, dass man das ausschlachtet, aber dieses Stargate-Prinzip, das ist ja ausgelegt auch so. Und dann finde ich das auch ziemlich in Ordnung. Also. Das finde ich halt bei Stargate ziemlich cool, dass es halt irgendwas genommen hat und was komplett Eigenes draus gemacht hat. Hat zwar dann auch jetzt es gibt 4 Spin-off-Serien und es kommt noch eine neue Spin-off-Serie, die im Jahr 1928 spielt. Ja, du warst irgendwie nicht begeistert, oder? Nee, das ist super langweilig. Ich will andere Planeten sehen. Da gab es auch diesen Trailer. Und der sah richtig billig aus, ja, oder? Ja, es sieht nicht gut aus. Ich habe da ein bisschen Angst. Weil die Serien sehen doch ganz gut aus, wenn ich mich recht erinnere. Sie haben zwar ein paar Jahre auf dem Buckel, oder? Also ich glaube, wenn du jetzt noch mal anguckst, dann ist das auch nicht so toll. Vor allem SG1 spielt halt zu 90% in kanadischen Wäldern. Also jeder Planet sieht aus wie ein kanadischer Wald. Aber SG1, SG1 wirklich, die haben da alles gemacht, was man mit Science Fiction machen kann. Mit Paralleldimensionen, mit Zeitreisen, mit Zeitschleifen, das ist eine der besten Folgen bei Stargate SG1, wo O'Neill und Teal'c in einer Zeitschleife gefangen sind. Und deshalb, ich finde Stargate nicht mehr so gut wie früher, aber ich respektiere trotzdem, was es halt gemacht hat und das halt quasi auch für seine Zeit, meiner Lieblingsserien hervorgebracht hat. Und so wie hier auch sowas wie Punkte vergeben, oder? Ja, können wir mal. Aber würdest du sagen, man muss diesen Film jetzt gesehen haben, um die Serie zu sehen? Oder um die Serien zu sehen? Ja, ist schon nett. Ist schon nett, ja. Also doch, wenn man jetzt, sonst checkt man Stargate SG1, die erste Folge, nicht so ganz. Okay. Ja. Also, was würdest du dem so geben? Also mit ganz viel Wohlwollen würde ich dem, glaube ich, 6 von 10 geben. Also mit Wohlwollen meine ich, man darf, glaube ich, nicht genervt an diesen Film gehen. Also wenn man so ein bisschen man muss da schon Bock drauf haben. Ja, man muss irgendwie auch Bock haben und sich darauf einlassen, aus welcher Zeit dieser Film kommt, dass der von Roland Emmerich ist. Also wenn da schon Roland Emmerich draufsteht. Ich gucke ja auch nicht einen Michael Bay-Film und denke mir, jetzt erwarte ich was hier für einen Verstand. Da gibt es aber gerade keine Figurenentwicklung. Man kann ja auch zum Beispiel den Turtles-Film gucken von Michael Bay und man kann auch Transformers 1 gucken, danach wird es ein bisschen seltsam. Hier geht's auch. Also 6 von 10, sehr wohlwollend, ne? 6 von 10. Ich würde ihm so 7 geben, weil ich sehr viel Nostalgie damit verbinde, weil ich damit aufgewachsen bin. Checkt unbedingt unsere Community-Funktion aus. Da könnt ihr nämlich die ganzen Abstimmungen sehen und selber bestimmen, was wir gucken sollen. Und da kommt noch eine Kritik. Genau. Morgen nämlich. Ja.
Genau, und hier unten kommt ihr jetzt zu unserer letzten oder zu eurer letzten Kritik. Alpe und Marius haben nämlich Turkish Star Trek geguckt. Ja. Auf der anderen Seite könnt ihr unser Video angucken, wie YouTube eure Sehgewohnheit verändert. Und vergesst auch nicht, uns zu abonnieren, Cinema Strikes Back, und die Glocke zu aktivieren. Sonst bringt das inzwischen fast nichts mehr. Ja, genau. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr Stargate findet und wie ihr die ganze Aktion findet. Back to the Stars, ob wir sowas nochmal machen sollen, vielleicht mit anderen Filmen. Genau, oder mit anderen Leuten. Genau. Und dann sehen wir uns, oder ihr seht Jonas wieder in der nächsten Kritik. Okay. Bis dann, okay, ciao. Ciao.